Hallo Freunde der Füße. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, war ja das Gesundheitsamt bei mir. Und ja, es war wirklich bei mir. Wie oft kommt das Gesundheitsamt vorbei? Das hängt immer im Ermessen des Gesundheitsamtes. Aber was ihr euch hinter die Ohren schreiben müsst, ihr dürft das Gesundheitsamt, wenn es kommt, nicht heimschicken. Manche Gesundheitsämter kommen unangemeldet und manche melden sich an. Ich habe mit der Dame von meinem Gesundheitsamt nach der Begehung noch ein paar Fragen geklärt und da habe ich es unter anderem auch gefragt, ob ich eben das Gesundheitsamt heimschicken darf. Hat sie gesagt, nein, weil das Gesundheitsamt eine Behörde ist, die Behörde muss überprüfen, aber sie macht es halt lieber, wenn jetzt sie angemeldet kommt, weil da ist jemand da, der sie die ganzen Prozesse erklären kann. Und wenn jetzt jemand unangemeldet kommt, liegt meistens eine Beschwerde vor. So hat sie mir das gesagt. Ob das jetzt auf etliche oder viele Gesundheitsämter irgendwie übertragbar ist, das weiß ich jetzt nicht. So ist es eben bei meinen. Einige Zeit nach der Begehung kommt ein schöner Brief ins Haus geflattert und da steht drinnen, was der Herr, die Dame, der Überprüfer in der Praxis gefunden hat und was man dann machen soll. Die meisten Punkte habe ich ja im Video von der Begehung aufgeführt. Es waren bei mir jetzt 4 Punkte. Wir gehen jetzt die Punkte einmal durch und ich sage euch, wie ich das Ganze behoben habe. Ich habe in meinem Hygienebereich einen Seifenspender und einen Desinfektionsmittelspender. Dass wir die Desinfektionsmittel, also die Händedesinfektionsmittel nicht umfüllen dürfen, das wissen wir ja alle. Warum, ist auch ganz klar, weil nämlich die Händedesinfektionsmittel nicht gegen Sporenbildner sind. Das heißt, wenn ich jetzt da in meiner Praxis das umfüllen würde und ich hätte jetzt Bakterien oder Keime, die Sporen bilden, irgendwie in der anderen Flasche drinnen, dann würden die durch das Händedesinfektionsmittel nicht abgetötet sein und dieses Händedesinfektionsmittel wäre dann belastet und somit desinfiziert es nicht mehr so, wie es sein sollte. Deswegen dürfen wir Händedesinfektionsmittel nicht umfüllen. Bei Seife sieht es etwas anders aus. Theoretisch kann man das machen, wenn man nachweisen kann, dass man den Seifenspender ordentlich aufbereiten kann. Bei den Seifenspender, was ich habe, ist es etwas schwierig. Somit habe ich die Auflage bekommen, nur mehr Originalgebinde zu nehmen, also ich darf nicht mehr nachfüllen und muss das Ganze dann einsetzen. Wie habe ich das gemacht? Originalgebindeseife gekauft, was in so einen Wandspender reinpassen und damit hat sich das Ganze erledigt. Das nächste war ja die Hautdesinfektion. Das Brondoman ist ja nicht gelistet, also nicht VAH gelistet, somit dürfen wir es auch nicht als Hautdesinfektion benutzen. Wir benutzen lieber das Codan. Codan ist Hautdesinfektionsmittel VAH gelistet. Jetzt kommen wir zum Punkt 3, der Validierung. Der Validierungsprozess ist ja von einer externen Firma. Manchmal macht es die Firma, die Wartung für den Autoklaven macht. Die kann die ganzen Validierungen mitmachen, wenn die denn die nötigen Zertifikate haben. Bei mir ist es ja leider etwas her mit der Validierung. Somit wurde mir aufgetragen, ich muss die Validierung machen lassen. Habe ich jetzt auch eine Firma gefunden, die mir meinen Autoklaven und mein Siegelgerät validiert. Das Ultraschallgerät ist nicht validierbar, haben die mir gesagt. Was ist, wenn ich die Validierung jetzt nicht gemacht habe? Steht auch ein schöner Satz hier. Solange keine Prozessvalidierung erfolgt ist, ist die Wirksamkeit des Aufbereitungsprozesses zu belegen. Diese geben Sie halbjährlich in Auftrag. Und dann wollten die doch den letzten Ereignisbericht haben. Ich habe jetzt den letzten Ereignisbericht von der Sporenpäckchenüberprüfung mitgeschickt. Es ist nichts mehr retourgekommen, also ich nehme mal an, es war so in Ordnung. Des Weiteren muss ich einen Prozessindikator bei jeder Charge mit reinmachen. Mache ich ja, habe leider die falschen gehabt. Denn von diesen Prozessindikatoren gibt es verschiedene. Ich habe ja einen Autoklaven und ein Autoklav braucht einen Typ 5 oder Typ 6 Prozessindikator. Ich habe leider die verkehrten gehabt. Gut, muss ich neue kaufen, die alten kann ich alle verwerfen. Punkt 4 war ja dann
der Eimer für die Flächendesinfektion. Ich habe so ein System, was eben der Eimer ist, da tue ich das Mittel ansetzen und dann kommt die Fließrolle rein und ich sauge sie voll und mit dem tue ich das Ganze desinfizieren. Nun, dieser Eimer muss ich nach jedem Mal neu befüllen, also vor dem Neubefüllen auch aufbereitet werden. Das heißt eigentlich nichts anderes wie innen auswischen mit Desinfektionsmittel, außenrum auswischen mit Desinfektionsmittel, fertig. Manche Firmen haben dies begrenzt. So, wie finden wir das jetzt raus? Natürlich sollten wir eigentlich den Hersteller anschreiben, aber bei dem Eimer kenne ich den Hersteller nicht. Somit muss ich die Firma anschreiben, wo ich den Kübel her habe. Am besten macht ihr das Ganze schriftlich, nicht anrufen, hey, darf ich das? Denn wenn ihr etwas für Behörden in Erfahrung bringen wollt, macht es bitte schriftlich. Ich habe jetzt zum Beispiel die Firma angeschrieben, per E-Mail, ist eine nette E-Mail zurückgekommen, alles prima, diese E-Mail wird dann angehängt an dem, was ich dem Gesundheitsamt schicke. Im Schreiben steht dann meistens ganz zum Schluss auch noch ein Datum. Bis zu diesem Datum muss das Ganze dann schriftlich beim Gesundheitsamt eingereicht werden, dass man die ganzen Punkte, die aufgelistet wurden, bearbeitet hat und die ganzen Mängel behoben hat. Kann das Gesundheitsamt nach einer Überprüfung nochmal kommen? Ja, können sie. Denn das Gesundheitsamt kann überprüfen, ob ihr die Sachen, die gefordert wurden, auch wirklich umgesetzt habt. Was dann noch kommt, nachdem das Gesundheitsamt da war und nachdem dass ihr den Schrieb bekommen habt, bekommt ihr auch noch eine schöne Rechnung. So eine Begehung kostet Geld. Wir geben sie zwar nicht in Auftrag, aber wir müssen dafür bezahlen. So ist es bei mir. Ich habe dann eine Woche später dann noch einen schönen Brief gekriegt mit einer hübschen Rechnung, dass die Begehung stattgefunden hat und dass es natürlich Geld kostet. Wie habe ich das jetzt gemacht, was ich dem Gesundheitsamt schickt? Ganz einfach. Ihr setzt dann ganz einen normalen Briefkopf auf, darunter schreibt sie dann hin. Meistens haben die Gesundheitsämter hier oben so ein Unserzeichen, das muss immer drauf. Dann das Datum drauf, dann listet ihr Punkt für Punkt auf, was der Mangel war, wie ihr das behoben habt. Zum Beispiel bei der Validierung, da kriegt man ja nicht so schnell einen Termin. Da habe ich jetzt einfach hingeschrieben, Termin wurde bei Firma XY in Auftrag gegeben, Termin ist dann und dann. Ob jetzt das Gesundheitsamt eine Überprüfung haben möchte oder ob sie jetzt den Beleg haben möchte, dass die Firma auch wirklich da war, haben sie mir nicht mitgeteilt. Es steht hier nur, langfristig ist eine Prozessvalidierung vorzunehmen. Wenn die jetzt einen Zettel haben wollten, wo drauf steht, ist validiert an dem und Prüfbericht so und so, dann hätten die das hier drauf geschrieben. Somit brauche ich dann noch hinschreiben, ein Termin ist dann und dann. Wenn die irgendwas wollen, dann melden sie sich ja eh. Ja, wie gesagt, alle Punkte auflisten, dann drunter hinschreiben, dass alles gemacht worden ist und ab in die Post damit. Also, das war jetzt eigentlich das, was ich euch noch mitteilen wollte, was beim Gesundheitsamt noch hinterher noch dranhängt. Denn es ist oft in den Praxen so, dass nicht einfach nur die Begehung ist und dann Friede, Freude, Eierkuchen. Manche vom Gesundheitsamt suchen wie so, wie heißt es, Erbsenzähler. Also die wollen irgendwas finden. Manchmal finden es ganz viel, manchmal finden es gar nichts und dann wollen sie doch irgendwas finden. Was ihr euch aber merken könnt, der Gesundheitsamtbeauftragte ist dem Überregelmaßgesetz unterworfen. Das heißt, er kann euch keine Regelung oder keine Prozesse aufdrücken, die was nicht gerechtfertigt sind. Zum Beispiel, wenn jetzt, wir müssen in der Praxis einen fugenarmen Boden verlegen, wenn ihr jetzt aber vom Bau her und ihr seid auf Miete einen Fliesenboden drin habt und diesen Fliesenboden zu erneuern kostet immens viel Geld, Zeit, Aufwand, Praxisausfall und so weiter, dann könnt ihr dagegen Einspruch erheben. Dann wird das Ganze nochmal angeguckt und wird dann geguckt, ist es wirklich
vonnöten, diesen Boden zu erneuern? Oder ist es nötig, die Wände neu zu streichen? Oder ist es nötig, die Lampen 20 cm höher hängen? Je nachdem. Also wenn ihr glaubt, dass das Ganze überreguliert ist, dann könnt ihr euch dagegen wehren. Ansonsten, wenn solche Kleinigkeiten sind, dann macht man es und gut ist es. Was ich euch noch ans Herz legen würde, habe ich auch schon in vielen, vielen Videos gesagt, wenn ihr einen Hygieneplan habt, lebt ihn auch in der Praxis. Denn die Gesundheitsamtbeauftragten sehen das, ob ihr das nur für die Begehung so macht oder ob das immer so läuft in der Praxis. Denn die stellen ja Fragen und ihr müsst die Fragen auch beantworten, am besten wahrheitsgetreu. Und die merken das ganz, ganz schnell, ob irgendwas schief läuft in der Praxis. Das heißt, wenn das Gesundheitsamt ganz oft bei euch vorbeikommt, solltet ihr euch mal die Frage stellen, was läuft wirklich schief in der Praxis? Denn das Gesundheitsamt kommt nicht einfach aus Jux und Tollerei vorbei. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es war informativ für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und hier geht's gleich weiter zum nächsten Video. Tschüss, eure Podologin Andrea.